Ich bin hier in Medjugorje und bin mit dem Pater. Pfarrer Oliver Becker. Herr Pfarrer, wann haben Sie das erste Mal von Medjugorje gehört? Und 1990. was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Damals war ich natürlich noch nicht Priester. Ja. Meine Eltern sind hierher gepilgert. Mhm. Anschließend eben auch meine Schwester, mein Schwager. Und aus dem heraus hat sich dann eben auch meine eigene Berufung heraus entwickelt. Also Mhm. Berufung ist mit Medjugorje verbunden. Wow. Aha. Ich habe dann selber nochmal hier gelebt im Jahr 99, 2000, ein Jahr lang. Mhm. Und von daher gibt es eigentlich eine Verbindung zu Medjugorje immer wieder in meinem Leben. Mhm. Warum können Sie das Leuten erklären, die Medjugorje nicht kennen? Warum ist da eine Verbindung zu der Berufung? Was ist so speziell hier an Medjugorje? Ich denke, das Besondere an diesem Ort ist sicherlich auch ein Touristenort, ein Pilgerort, wie man es vielleicht klassisch kennt. Mhm. Was mir aber besonders fasziniert, ist einfach ein Ort des Gebetes. Mhm. Ein Ort des Gebetes, ein Ort des Friedens, Mhm. eben auch, wo uns der Himmel nahe kommt. Mhm. Sie beten in Rosenkranz viel? I- Ja, schon, zu Hause eigentlich weniger, aber hier äh, bitte ich auch den Himmel eben um eine Erneuerung auch in der Liebe zum Rosenkranzgebet. Denn Mhm. auch das ist ja nicht ein für alle Mal gegeben, Ja. eben auch da wieder ja, neues Feuer zu gewinnen. Wunderschön. Und die Beichte ist zentral hier in Medjugorje. Was würden Sie Leuten sagen, die jetzt vielleicht inspiriert sind, sagen, ich würde gern wieder zur Beichte gehen, ich habe Angst, was sagt der Priester, ich 20 Jahre nicht gewesen, was ich alles gemacht habe. Was würden Sie denen sagen als Priester, katholischer Priester? Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Mhm. Das ist die Antwort Jesu und ich denke, das sollte auch die Antwort des Priesters sein, Mhm. eben dass man hier an diesem Ort, der ja auch so geprägt ist von Bergen, von Steinen, Mhm. ein bisschen Mühsal auch, das zu überwinden, zu gehen, eben, wo man auch so seine Mühsale, Drangsale, Leiden, Mhm. Nöte, Mhm. aber auch Schuld zurücklassen kann. Und viele Leute denken, ich habe auch das Gefühl in Deutschland, dass Gott der Vater ein alter Mann ist mit einem weißen Bart, der je zornig ist und wartet, um sie in die Hölle zu schicken, wenn man einen Fehler machen. Aber er Hm. ist nicht so. Wie ist Gott der Vater? Können Sie das mal beschreiben, Herr Burcher-Priester? Lukas 15, der barmherzige Vater, der eigentlich nur darauf wartet, dass sein Kind sich umdreht, Mhm. das nennt man Umkehr, Ja. und sich erinnert. Mhm. Erinnert, dass es da jemand gibt, der auf ihn wartet. Gott wartet auf uns, Gott erwartet uns, und ich denke, das ist auch das Leiden Gottes, wenn er sieht, dass sein Kind eben sich mehr und mehr von ihm entfernt. Mhm. Und es sind viele Leute hier in Medjugorje, die suchen ihre Berufung. Ja. Was würden Sie denen sagen? Wie kann man diese Berufung finden? Berufung liegt sicher nicht auf der Straße. Die Berufung hat auch nichts mit außerordentlichen Erscheinungen zu tun. Mhm. Also wie Paulus sagt, eigentlich die Berufung ist ganz nahe, ist in unserem Herzen. Dort ruft uns Gott. Mhm. Das heißt einfach, sich Zeit zu nehmen Mhm. zum Gebet, zur Stille auch, zum Hören, auf das Innere zu hören, auf die tiefe Sehnsucht unseres Herzens. Mhm. Denn das ist auch die tiefe Sehnsucht Gottes. Beautiful. Also so schön habe ich das noch nicht gehört. Und können Sie so ein bisschen sagen, was ist die Schönheit von dem Priesterberuf? Vielleicht ein bisschen Werbung machen für den Priesterberuf. Vielleicht gibt es da Ist jemanden, auch der nicht jetzt so zuhört. schlecht. Ja? Das ist auf jeden Fall Freude, sieht man. Ja, Ja? ja, ja. Was ist die Schönheit des Priestersberufs? Oder Priesterberufung, nicht Fung, Beruf. Das ist kein Beruf. Das ist eine Berufung. der Berufung. Eigentlich den Menschen etwas zusagen zu können, was nicht aus dem eigenen kommt, Mhm. sondern was uns Gott sozusagen anvertraut hat, Mhm. eben sein Geheimnis der Mhm. Liebe, der Barmherzigkeit. Mhm. Wunderschön. Und können Sie sagen, was Jesus in Ihrem Leben verändert hat? Das Leben, Ja. in dem Sinne eben, dass er mich eben auf eine neue Bahn gelenkt hat, Mhm. weil es war jetzt nicht unbedingt in meiner Kindheit, Jugend, Mhm. nicht unbedingt das, was so mein Lebensplan war, Priester zu werden. Ja.
Und Sie waren relativ früh oder Spätberufung? Oh ja, ich so mit 25 hat dann mein Leben eben so einen neuen Weg genommen, Mhm. eben auch mit Gott genommen und habe mich dann über Gemeinschaft, wo ich eingetreten bin, dann eben Mhm. auch Mhm. zum Priesterberuf geführt und ich wurde dann 2001 auch in einem Gnadenort zum Priester geweiht, nämlich in Lisieux Lisieux, bei der kleinen Therese in der das heißt das Basilika. Beatitudes, Oui, bei den Seligpreisen. war ich 25 Jahren von 1991 bis 2016 Aha, und seither bin ich seit 2016 bin ich Diözesanpriester in der Diözese St. Pölten. aha, in St. Pölten in Österreich, wunderschön. Und was würden die jetzt, vielleicht ist da jemand, der hört jetzt zu und Ja. spürt vielleicht auch diese Priesterberufung. Was würden Sie denen mitgeben als Rat? Wie sollen die vorgehen, um rauszufinden, was ist genau die richtige Berufung ist? Was sind die nächsten Schritte? Was sicherlich gut ist, ein Mensch auch des Vertrauens zu finden, nennt man Begleitung, geistliche Begleitung, einfach mit dem man sich auch austauschen kann, der Ratgeber sein kann, Zuhörer sein kann, Mhm. äh, ebenso wie Jesus eben auch mit seinen Jüngern gegangen ist, Mhm. ihnen die Schrift erklärt hat, den Weg erklärt hat, die Emmaus-Jünger, einer, der ihm helfen kann, eben auch den Weg Gottes zu entdecken. Gehen muss man ihn selber, Mhm. entscheiden muss man sich auch selber dafür, Mhm. aber es ist gut, wenn man jemand an seiner Seite hat, mit dem man sich austauschen kann. Das ist sicher was Wichtiges. Mhm. Das Gebet natürlich, Mhm. das Leben der Sakramente. Mhm. Wunderschön. Und für Sie, welcher Ort, was gefällt Ihnen in Medjugorje am besten? Ist es ein spezieller Ort, wo Sie sagen, Was mir gefällt, mhm. eigentlich so ein bisschen auch manchmal das karge, nüchterne, einfache, felsige, genau. Also die Berge, Sie gehen Die gerne auf. Berge auch, ja, wobei man wird auch älter. Gestern waren wir auf dem Erscheinungsberg, morgen haben wir den Kreuzberg vor. Aber jetzt zum Beispiel, was sehr schön war, gesegnet, eben auch einfach die Zeit, Mhm. da im Haus von Witzka, in dem Zimmer, einfach des Das ist hier Gebetes, oben, der oder? Frieden, genau, genau. Auch das Abendprogramm so ein bisschen, Mhm. äh, ich möchte sagen, es ist nicht immer so einfach, alleine zu beten. Jeder weiß das von sich aus, sich zu überwinden. Mhm. Aber in Gemeinschaft ist es einfach so eingetaucht zu sein, auch in der Atmosphäre des Gebets. Mhm. Einfach ein Ort, man sagt, ein Ort, der betet und man betet automatisch mit. Ja, wunderschön. Und was würden Sie Leuten sagen, jetzt am Ende des Interviews, warum sollen die vielleicht mal nach Medjugorje kommen? Da fällt mir die Szene ein, warum auch immer, aus Johannes 1, Mhm. eben auch komm und sieh. Wir haben den gefunden, von dem eben die Schriften sagen, er ist der Messias. Der Mhm. hat es auch nicht glauben können. Mhm. Äh, Ich glaube, Nathanael unter dem Feigenbaum. Genau. Komm und sieh. Mhm. Die Erfahrung muss man selber machen. Was wichtig ist, einfach ein offenes Herz zu haben, Mhm. sich überraschen zu lassen. Ja, wunderschön. Und die PS-Frage, die allerletzte Frage. Was ist die Schönheit unseres katholischen Glaubens? Für Sie, was ist die Schönheit? Die Schönheit des katholischen Glaubens. Schlussendlich eben auch, dass uns dieses Heil Gottes auch so ganz konkret, sichtbar, spürbar, berührbar auch mitgeteilt und zugesagt wird. Evangelium vom Sonntag Mhm. eben auch, leg deine Hände in meine Seite, Finger in meine Wunde, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Eben auch dieses ganz konkrete, eben auch sakramentale, Mhm. eben auch zugesagt sein, zugesagt werden des Heiles Gottes. Mhm. Wunderschön. Ganz lieben Dank für das schöne Interview. Gerne.